Ja, moin moin, Lars vom Lederzentrum, heute mal in dem Autolackaffen-Gewand. Die Autolackaffen haben angerufen, haben gesagt, sie haben einen Scheunenfund. Dieser schöne Jensen hier und ja, der hat Kunstledersitze drin, der stand seit 91 in der Garage, ist ganz schön mitgenommen und wir werden uns um die Kunstledersitze kümmern, Risse auch drin und es ist die Devise, was ist machbar mit möglichst wenig Aufwand. Das ist so ein bisschen das Thema heute. Also wie kriegt man wieder was hin, möglichst kostengünstig, möglichst einfach, ohne jetzt eine perfekte Reparatur zu machen. Weil das gibt das Auto einfach von der Substanz her nicht her, auch vom Interesse des Fahrzeuges nicht unbedingt. Das ist noch ein schöner Zweisitzer Cabrio, aber nichtsdestotrotz hat er nicht so diese Mega-Beliebtheit, berechtigt, nicht berechtigt, kann jeder sein eigenes Bild von machen, aber genau, das Thema ist heute eben gucken, was wir da so rausholen können. Wir werden gleich mal reinigen. Ich habe große Unterstützung, nicht nur von den Autolackaffen aus Berlin und aus Goslar, auch Paul Barz ist mit am Start. Und dann werden wir uns um die Sitze kümmern und nebenbei machen sie halt noch mit Trockeneis und versuchen den Lack wieder hinzukriegen und bringen das Auto insgesamt wieder auf den Vordermann. Ja. Also seid gespannt, was wir mit den Sitzen hinkriegen, vorher, nachher von Bodo und dann sehen wir uns zwischendurch. Wie immer mit Lederreiniger mild oder stark und einer Bürste oder Kunstlederreiniger einmal alles sauber machen, damit es eben auch eine gute Basis hat. Hier mit unserem gelben Mikrofasertuch. Dann alle Bereiche, die nachgefärbt werden, mit Top-Entferner oder GLD wäre die Alternative. Vorbereiten, in dem Fall habe ich Top-Entferner genommen, auch die Kleberreste von dem Panzertape weggemacht und hier jetzt Glutex. Erstmal in das Loch rein, erhitzen und dann festdrücken mit dem Thermopad, damit man erstmal eine saubere Verbindung hat. Ich habe mich für Leather und Plastic Paste entschieden. Man könnte auch Flüssigleder oder Filler nehmen. Beides dauert ein bisschen länger. Leather und Plastic Paste ist ein bisschen schneller und ja, eigentlich sind die Beschädigungen zu groß, als dass man das so schnell machen könnte. Aber mit Leather und Plastic Paste kriegt man es ganz gut hin und so nach dem ersten Mal prägen sieht es schon gut aus. Nach dem zweiten, dritten Mal wird es dann immer besser. Und dann konnte ich mich schon um diese große Beschädigung am Fahrersitz kümmern. Die habe ich aber nicht zugeklebt, weil das waren irgendwie gute 15, 20 cm. Sondern das habe ich mit einem verzogenen Stich und einer Rundnadel einmal zugenäht. Und dann nähe ich einmal grob vor, damit das erstmal ja, nicht mehr unter Spannung ist im Prinzip. Und dann kann man mit kleineren und gleichmäßigen sauberen Stichen nochmal hinterhergehen und bekommt dann auch eine saubere Naht hin. Nicht wie mit der Maschine, aber immerhin ist es geschlossen und sieht ganz ordentlich aus. Dann das zweite große Loch, das diesmal am Fahrersitz. Ein bisschen Fummelei, da Glutex reinzumachen, aber man muss halt einfach einmal einen Spannstoff unten drunter kleben oder eben den Glutex. Ich mag den Glutex ganz gerne, weil er halt selber klebt, nicht so stark aufträgt und ja, man kriegt ihn ja sauber runter, wie man hier sieht. Dann auch wieder erwärmt, angedrückt, Leather und Plastic Paste, schwarz eingefärbt drauf, erhitzt, geprägt und dann eben füllen, prägen, zwischendurch mal mit dem Kühleisen runterkühlen, wenn man es nicht mehr kalt bekommt und dann haben wir mit Leder Fresh, also wir haben nicht gesprüht mit Lederfarbe oder so, sondern wir haben hier mit Leder Fresh gearbeitet, vorher alles mit Top-Entferner vorbereitet, damit es auch gut hält, hier nochmal nachgearbeitet, Lenkrad auch einmal gereinigt, Top-Entferner, Degreaser bzw. Entfetter und dann mit Leder Fresh rüber. Jupp. Sieht schon besser aus als vorher auf jeden Fall. Wie gesagt, versucht mit möglichst wenig Aufwand ein möglichst gutes Ergebnis zu bekommen. Und ja, das ist noch nicht ganz das finale Ergebnis. Ich habe da noch ein bisschen weiter rumgeprägt, aber so soll es jetzt aussehen. Die Autolackaffen inklusive Unterstützung sind auch fertig und dann haben wir ihn einmal zum Trailer geschoben, weil anspringen tut er leider nicht. Ja, so fertig, mehr oder weniger. Also das, was machbar war, haben wir gemacht. Und bei den Vorher-Nachher-Bildern könnt ihr ja dann nachher einmal sehen, was wir gemacht haben. Das gleiche mit den Autolackaffen, also mit der Fahrzeugaufbereitung, mit dem Lack und so. Da sind sie auch an ihre Grenzen gekommen. Und ja, diskutieren hier auch noch ringsherum, wie das so ist. Und machen auch gleich noch ein Abschlussvideo. Aber ja, also ihr habt ja im Off gehört, was ich so gemacht habe. Sonst sage ich ja immer viel Spaß beim Nachmachen. Hier würde ich sagen, das war eine Idee, was man machen kann theoretisch. Und guckt euch auch das ganze Video von den Autolackaffen an.
abonniert deren Kanal, unseren natürlich sowieso. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.